Stellen Sie sich ein Kind vor. Es weint und niemand kommt. Wenn es Erfolg zeigt, wird es geliebt, aber nur in diesem Moment, nur für diesen Erfolg. Sonst nicht. Liebe ist bedingt. Aufmerksamkeit kommt und geht. Und Geborgenheit ist immer an einen Grund geknüpft. Dieses Kind wächst mit der Zeit heran. Sein Körper wächst, sein Verstand wächst. Aber irgendwo in seinem Inneren bleibt etwas für immer unvollständig. Und dann erscheint diese Leere Jahre später in völlig anderen Gestalten vor ihrer Tür. Manchmal als das Gefühl, sich niemals gut genug zu fühlen. Manchmal als der Drang, selbst vor Fremden perfekt erscheinen zu müssen. Und manchmal, genau in dem Moment, in dem sie jemanden wirklich nah an sich heranlassen, als dieser seltsame, unbenennbare Fluchtimpuls in ihrem Inneren. Die Psychologie gibt diesen Mustern einen Namen: frühe Bindungswunden. Aber heute werden wir darüber nicht als abstrakten Begriff sprechen, sondern als konkrete Spuren in ihrem eigenen Leben. Denn dieses Video ist hier, um Ihnen eine einzige Sache zu sagen. Was Sie fühlen, ist real und es hat einen Namen. John Bowlby erkannte bei der Entwicklung seiner Bindungstheorie etwas Erschütterndes. Die emotionale Bindung eines Säuglings an seine Bezugsperson ist eine biologische Notwendigkeit, so grundlegend wie das Atmen. Wenn diese Bindung gesund aufgebaut wird, erkundet das Kind die Welt, fällt hin und steht wieder auf, geht Risiken ein. Aber wenn die Bindung inkonsistent, kalt oder bedingt ist, zieht das Nervensystem des Kindes eine andere Lektion daraus. Die Welt ist nicht sicher. Menschen sind nicht vertrauenswürdig. Und ich muss etwas tun, um geliebt zu werden. Diese Prägung hinterlässt so tiefe Spuren, dass sie bis in die ältesten Schichten des Gehirns reicht, bis zur Amygdala, bis in die Art, wie Stresshormone ausgeschüttet werden. Das ist also keine Frage des Charakters, keine Frage der Schwäche, überhaupt nicht. Das ist eine Überlebensstrategie, die die Kindheit in Körper und Geist eingraviert hat. Wenn Sie also Jahre später in manchen Beziehungen das unaufhörliche Bedürfnis spüren, sich zu beweisen, wenn Sie in einem Konflikt erstarren oder im Gegenteil mit einem Verlust der Kontrolle reagieren, wenn jemand Ihnen wirklich nahe kommen möchte und in Ihnen ein Alarm losgeht, all das ist nichts anderes als das Echo jener Lektionen, die dieses kleine Kind einst gelernt hat. Betrachten wir den Perfektionismus. Die meisten Menschen halten ihn für eine Tugend. Sie sagen, ich bin gründlich, meine Ansprüche sind hoch. Doch die Wurzel des Perfektionismus ist meistens nicht Stolz, sondern Angst. Ein Kind, das mit bedingter Liebe aufgewachsen ist, verinnerlicht Folgendes: Wenn ich einen Fehler mache, kann ich verlassen werden. Wenn ich unzulänglich bleibe, werde ich nicht geliebt. So wird Fehlerlosigkeit nicht zu einem Leistungsziel, sondern zu einem Schutzschild. Im Erwachsenenleben zeigt sich das auf verschiedene Weisen. Projekte, die nie abgeschlossen werden, denn abschließen bedeutet, dem Urteil ausgesetzt zu sein. Sich mehr zu entschuldigen als nötig, sich sogar für die Entschuldigung selbst zu entschuldigen. Und wenn Sie ein Lob erhalten, diese sofortige innere Stimme: aber das bin ich nicht. Brené Brown untersuchte diese Dynamik jahrelang und kam zu folgendem Schluss: Perfektionismus ist die Rüstung der Scham. Menschen versuchen durch makelloses Erscheinen dem Risiko zu entgehen, wirklich gesehen zu werden. Aber diese Rüstung wird gleichzeitig zur dicksten Mauer vor echter Verbindung. Das Kontrollbedürfnis verdient ebenfalls Beachtung. Ein Kind, das das Gefühl hatte, dass nichts in seinem Leben unter seiner Kontrolle steht, kann im Erwachsenenalter Kontrolle nahezu zu einer Lebensweise machen. Manchmal zeigt sich das als Kontrollzwang über jedes Detail im Berufsleben. Manchmal als das Bedürfnis, in Beziehungen alles vorauszuplanen, alle Szenarien im Kopf durchzuspielen, bevor man einen Schritt wagen kann. Manchmal als das ständige Einkalkulieren des schlimmsten Falles. Denn die Überraschungen in der Kindheit
brachten selten gute Nachrichten. Für diese Menschen ist Ungewissheit keine gewöhnliche Unannehmlichkeit, sondern fühlt sich wie eine existenzielle Bedrohung an. Menschen in ihrem Umfeld verstehen das meist nicht. Sie fragen: Warum bist du so starr? Warum kannst du nicht einfach loslassen? Aber diese Person hat Loslassen nie gelernt, denn als sie losließ, hielt sie niemand fest. Die Angst vor Nähe ist das Erschütterndste dieser Bilder und gleichzeitig das am meisten Missverstandene. Diese Menschen tragen tief in sich eine Sehnsucht nach Verbindung. Doch genau wenn diese Verbindung real wird, sich zu verfestigen beginnt, schließt sich in ihrem Inneren etwas zu. Egal wie gutmeinend, egal wie beständig die andere Person auch sein mag, eine Stimme flüstert: Das wird nicht lange dauern. Wenn ich sie näher lasse, wird sie gehen. Wenn sie mich wirklich kennt, wird sie mich verlassen. Diese Stimme ist die Stimme der Kindheit und sie fühlt sich so vertraut an, so sehr als käme sie von innen, dass man oft glaubt, es sei die eigene Stimme. Die Psychologie nennt dies vermeidende Bindung. Die Person sehnt sich nach Verbindung und flieht gleichzeitig vor ihr. In Beziehungen hält sie stets eine subtile Distanz, öffnet sich emotional nie vollständig. Oder wenn alles gut zu laufen beginnt, sabotiert sie es unbewusst. Das Gehirn markiert das Ungewohnte als Gefahr. Und für diese Person ist, dass alles gut geht, kein vertrauter Zustand. Carl Jungs Konzept des Schattens kommt genau an diesem Punkt ins Spiel. Laut Jung hat jeder Mensch einen Schatten. All jene Teile, die wir als inakzeptabel betrachten, die wir als beschämend empfinden, die wir mit „Das bin nicht ich" von uns weisen. Kinder, die mit bedingter Liebe aufgewachsen sind, begraben ihre Gefühle, ihre Wut, ihre Bedürfnisse in diesem Schatten. Denn als diese Gefühle einst ausgedrückt wurden, wurden sie zurückgewiesen. Als sie weinten, wurde gesagt: Du übertreibst. Als sie versuchten, Grenzen zu setzen, hieß es: Das ist Respektlosigkeit. Mit der Zeit versenkt die Person diese Teile so tief, dass sie sich ihrer Existenz gar nicht mehr bewusst ist. Aber Jungs Botschaft lautet: Alles, was im Schatten gelassen wird, tritt früher oder später ans Licht. Entweder sie managen diesen Austritt bewusst oder er managt sie. Unerklärliche Wutausbrüche, Momente, in denen man denkt: Warum habe ich so reagiert? Plötzlich auftretende, heftige Reaktionen in engen Beziehungen. Das ist meistens der Versuch dieser begrabenen Teile, gehört zu werden. Aber ist das alles ein Schicksal? Nein. Die Neuroplastizitätsforschung spricht sehr klar. Das Gehirn verändert sich. Bindungsmuster verändern sich. Sogar im Erwachsenenalter können sichere Bindungsmuster entwickelt werden. Aber dafür muss man zunächst sehen, den Namen nennen. Hören Sie auf Viktor Frankls berühmte Beobachtung: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und unsere Freiheit liegt in diesem Raum verborgen. Bedingte Liebe hat sie auf bestimmte Reaktionen programmiert. Aber in dem Moment, in dem sie sich dieser Programmierung bewusst werden, beginnen sie, diesen Raum zu erschaffen. Und in diesem Raum sind völlig andere Entscheidungen möglich. Was kann man konkret tun? Der erste Schritt ist einfach, aber transformativ. Beobachten Sie Ihre Reaktionen. Wenn Sie in einer Beziehung oder Situation eine unverhältnismäßige emotionale Reaktion zeigen, innehalten. Fragen Sie sich: Ist es dieser Moment, der mich so sehr trifft? Oder ist es etwas viel Älteres, das dieser Moment in mir weckt? Sie werden meistens feststellen, dass die Reaktion nicht dem Jetzt gilt, sondern einem Gefühl von vor 15 Jahren. Der zweite Schritt: Ihre Bedürfnisse in Worte fassen. Menschen, die mit bedingter Liebe aufgewachsen sind, haben Schwierigkeiten, ihre Bedürfnisse auszusprechen. Denn Bedürfnisse zu haben, wurde einst bestraft. Ich möchte Ihnen eine kleine Übung vorschlagen. Gestehen Sie sich jeden Tag ein Bedürfnis ein. Sie müssen es noch niemandem sagen.
Nur zu sagen, heute wollte ich Ruhe oder heute brauchte ich Bestätigung, bringt diese vergrabenen Teile langsam ans Licht. Der dritte Schritt, vielleicht der kritischste. Die Praxis, sich sicheren Beziehungen zu öffnen. Das kann in Begleitung eines Therapeuten sein. Es kann eine beständige, ihre Grenzen respektierende Freundschaft sein oder eine Gemeinschaft. Das Gehirn zeichnet seine alten Karten durch neue, sichere Erfahrungen neu. Das ist kein Wunder, sondern schlichte Neurowissenschaft. Über Menschen, die mit hoher Sensibilität aufgewachsen sind, muss ebenfalls gesprochen werden. Denn diese Eigenschaft entwickelt sich häufig in Umgebungen bedingter Liebe. Diese Kinder mussten ihre Umgebung so aufmerksam lesen, dass diese Aufmerksamkeit mit der Zeit zu einer Fähigkeit wurde. Wenn sie einen Raum betreten, spüren sie die Atmosphäre. Sie hören das Unausgesprochene. Sie bemerken subtile Signale, subtile Risse. Die Gesellschaft nennt das Überempfindlichkeit und stellt es dar, als wäre es ein Makel. Dabei ist das ein äußerst feinjustiertes Nervensystem. Das Problem ist nicht die Sensibilität, sondern dass diese Sensibilität immer noch so arbeitet, als würde sie nach alten Gefahren suchen. Der Übergang vom Schutzmodus in den Weisheitsmodus ist eine der wertvollsten Transformationen dieser Reise. Abschließend möchte ich Ihnen etwas sagen. Ich weiß, dass Sie hier sind, weil Sie dieses Video gesehen haben, denn Sie haben etwas gespürt. Vielleicht haben Sie sich selbst erkannt, vielleicht jemand anderen. Vielleicht haben Sie zum ersten Mal den Namen einer Last gehört, die Sie schon lange tragen. Das ist bereits bedeutsam, denn zu sehen, was unsichtbar ist der Moment, in dem alles beginnt. Mit bedingter Liebe aufzuwachsen ist kein Schicksal, sondern ein Ausgangspunkt. Und indem Sie dieses Video bis zum Ende gesehen haben, sind Sie bereits einen Schritt über diesen Punkt hinaus. Jetzt möchte ich Sie etwas fragen. Was von allem, was ich erzählt habe, hat Sie am meisten berührt? Perfektionismus, Kontrollbedürfnis oder die Angst vor Nähe? Schreiben Sie es in die Kommentare. So klären Sie nicht nur Ihre eigenen Gedanken, sondern erkennen auch, dass Sie hier nicht allein sind. Denn auf dieser Reise ist wirklich keiner von uns allein.